井底之蛙, der Frosch am Brunnenboden. Es war einmal ein Frosch, der in einem kleinen Brunnen lebte. Mit seinen Lebensbedingungen war er sehr zufrieden. In der kleinen, geschlossenen Welt war er wie ein König und genoss alle Ressourcen des Brunnens. Eines Tages landete ein Vogel auf der Brunnenöffnung. So begannen die beiden miteinander zu sprechen. Der Frosch sagte stolz: Mein Brunnen ist großartig. Ich habe genug Nahrungsmittel und einen großen Lebensraum, in dem ich frei und fröhlich springen kann. Der Vogel fragte zurück: Möchtest du nicht aus dem Brunnen kommen und mit mir zusammen den Himmel anschauen? Der Frosch antwortete ungläubig: Der Himmel ist auch nur so groß wie die Brunnenöffnung. Macht es Sinn, hier rauszukommen? Der Vogel reagierte: Ich bin 1000 Meilen hierhin geflogen. Der Himmel ist so riesig, dass ich ihn in meinem ganzen Leben nicht erkunden könnte. Der Frosch konnte nicht erfassen, dass die Welt so groß sein sollte, dass es seiner Vorstellungskraft sprengte. Auf diese Geschichte sind 2 Idiome bezogen: 井底之蛙, der Frosch am Brunnenboden, und 坐井观天, vom Brunnen aus den Himmel beobachten. Sie werden beide ironisch gebraucht und beschreiben, dass jemand sehr kurzsichtig ist und nur einen kleinen, engen Horizont und Kenntnisumfang hat. Diese Geschichte hat viele verschiedene Visionen. In der ältesten Vision gab es statt des Vogels eine Meeresschildkröte, die dem Frosch von dem riesigen Umfang des Meeres erzählte, das milliardenfach mehr Wasser beinhaltet als der Brunnen. Die Geschichte ist zwar jedem Muttersprachler seit der Kindheit sehr bekannt, aber mit mehr Lebenserfahrung kann die Geschichte immer mehr inspizieren. Der Kenntnisumfang hat keine Grenze. Im Makrokosmos ist unsere Erde oder sogar unser Sonnensystem im Universum so winzig wie eine Zelle im Körper. Und im Mikrokosmos stecken selbst im winzigsten Virus noch zahlreiche Rätsel, die der Menschheit unbekannt bleiben. Auch von den bekannten Kenntnissen der Menschheit kann ein Individuum bis zu seinem Tod nur einen kleinen Anteil erwerben. Es gilt quasi für jeden, dass es viel mehr Unbekanntes als Bekanntes gibt. Vor jeder von uns steht also eine Brunnenöffnung, die das Wissen einschränken kann. Es ist nicht schlimm, unter dem Brunnen zu leben, aber es ist schlimm, sich des Brunnens und der damit einhergehenden eingeschränkten Perspektive nicht bewusst zu sein. Der chinesische Philosoph Lao Tzu im 6. Jahrhundert vor Christus sagte: sein Nichtwissen ist das Höchste. Sein Wissen nicht zu Nichtwissen ist krankhaft. Zu ungefähr derselben Zeit hat der griechische Philosoph Sokrates Ähnliches gesagt. Es ist deswegen sinnvoller, durch diese Froschgeschichte sich zu motivieren, den eigenen Wissensumfang und das Blickfeld zu erweitern. Es ist ebenso sehr wichtig, Objekte möglichst aus der größeren und höheren Perspektive zu beobachten und Handlungen durchzuführen. Wie das Stück des Himmels über dem Brunnenfrosch, das nicht allein existiert, sind in der modernen Welt alle Gegenstände miteinander vernetzt. Eine Maßnahme, die kurzsichtig die Eigensehnsucht befriedigt und aber die anderen beschädigt, kann weitsichtig auch Eigenschaden verursachen. In der Pandemiezeit stellen manche Leute beispielsweise die eigene Freiheit über alles, ohne Berücksichtigung der Gesellschaft,
was die Ansteckung rasant beschleunigt hat. Einige große Länder fokussieren vor allem nur das eigene Interesse und haben wegen kurzsichtiger Gewinne das weltweite ökonomische System beschädigt. Sie bekommen langfristig für mehr Verlust als den kurzfristigen Gewinn. Jedes Individuum, jedes Land und die gesamte Menschheit können eine Lehre aus dem Brunnenfrosch ziehen. Eine von dem Brunnen eingeschränkte Perspektive schadet jedem selbst, weshalb jeder von uns versuchen sollte, diese Einschränkung zu überwinden.